Herzlich willkommen bei Klavierlernen mit Melanie. In dem heutigen Tutorial lernst du ein schönes Begleitmuster für die linke Hand. Es ist nie verkehrt, sich über die Zeit einfach so ein gewisses Repertoire an Begleitmustern für die linke Hand anzueignen, weil wenn du mal in die Situation kommst, dass du zum Beispiel zu einer Melodie eine Begleitung in der linken Hand spielen möchtest oder wenn du einfach improvisieren möchtest, dann ist es eben nie verkehrt, wenn du jetzt was hast, wo du einfach drauf zurückgreifen kannst. Wenn du das erste Mal hier bist, dann lass mir doch gerne auch ein Abo da, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. Die Akkorde, die wir gleich verwenden, lauten A-Moll, F-Dur, C-Dur und G-Dur. Solche Akkordsymbole begegnen dir auch häufig in Liedsheets oder wenn du zum Beispiel einen Popsong covern möchtest. Was kann man jetzt in der linken Hand spielen? Du kennst vielleicht schon dieses ganz normale Standard-Begleitarpeggio, was aus Grundton, Quinte und Oktave gebildet wird. Falls dir das jetzt noch nichts sagen sollte, dann schau einfach mal hier oben. Da habe ich dir ein Tutorial zu diesen Begleitarpeggios verlinkt und da erkläre ich das nochmal ganz ausführlich. Dieses Standard-Begleitarpeggio nehmen wir jetzt als unsere Basis. Bei A-Moll wäre das A, E und A. Dabei belassen wir es aber jetzt nicht, sondern wir erweitern dieses Arpeggio noch ein wenig. Dazu spielen wir, wenn wir oben angekommen sind, noch zusätzlich die beiden Töne über dem Oktavton. Dazu greifen wir mit dem dritten Finger über, jetzt übergreifen und einfach die beiden Töne hier noch mit dazu nehmen. Mach das ruhig ein paar Mal hintereinander. Beim F-Dur-Akkord hätten wir dann F, C, F und diese beiden Töne hier kommen noch dazu. Beim C-Dur-Akkord nehmen wir wieder Grundton, Quinte und Grundton und wieder einfach zwei Töne über dem Oktavton mit dazu nehmen. Und als letztes noch der G-Dur-Akkord. Hier haben wir G, D, G und dann A und H übergreifen. Im Zusammenhang hört sich das Ganze dann so an. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Als nächstes nehmen wir noch eine kleine Melodie in der rechten Hand mit dazu. Die ist auch ganz einfach, denn sie besteht nur aus 4 Tönen. Und zwar 2 mal A und 2 mal G. Diese 4 Töne spielen wir immer auf die 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A. Nochmal oben A. Jetzt oben das G. Und nochmal G. Ja,
Ja, die Melodie ist wirklich schön leicht gehalten, damit ihr euch gut auf die linke Hand konzentrieren könnt. Das Ganze klingt jetzt sehr ruhig, so wie bei einem Anfang von einem Song. Das Ganze wollen wir jetzt natürlich noch ein bisschen steigern. Dazu können wir unser Begleitmuster noch zusätzlich ein bisschen mehr auffüllen. Und zwar spielen wir wie gehabt Grundton, Quinte, Oktave und die beiden oberen Töne hier. Aber jetzt gehen wir wieder zurück. Macht das am besten ein paar Mal hintereinander. Das Gleiche machen wir jetzt auch beim nächsten Akkord, beim F-Dur. Oben angekommen, gehen wir wieder zurück. Genau, jeden Finger kontrollieren, dass ihr hier wieder auf den richtigen Tönen landet. Jetzt geht es weiter mit dem C-Dur-Akkord. Hier machen wir genau das Gleiche. Und zuletzt auf dem G-Dur-Akkord. Übt das wirklich gesondert, das ist nichts, was einfach so über Nacht kommt, sondern das dauert wirklich so ein bisschen, bis man das in den Fingern hat. Und wenn ihr das regelmäßig übt, dann könnt ihr das auch sogar schon ein bisschen schneller vielleicht spielen. Wenn wir das Ganze jetzt zusammenfügen, dann müssen wir auf eine Sache achten. Und zwar, wir fangen an beim A-Moll-Akkord, spielen den rauf und zurück. Und jetzt Vorsicht, nicht aufs A, sondern gleich auf den ersten Ton vom nächsten Akkord springen, also aufs F. Und jetzt gleich aufs C. Hier doppelt sich dann das G. Und zurück aufs A. Ja, also wir müssen am besten immer einen Akkord im Voraus denken, dass wir dann auch die richtigen Töne greifen. Jetzt das Ganze im Zusammenhang. Wir fangen an auf dem A-Moll-Akkord. Zum F, zum C und zum G. Jetzt können wir unsere 4 Töne in der rechten Hand mal dazu nehmen. Wir haben also nun für die linke Hand 2 verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Einmal die Variante, wo wir oben die beiden Töne einfach nur haben, oder dann die Variante, wo wir nach oben spielen und aber wieder zurückgehen. Ja, und die klingt natürlich noch mal ein bisschen voller und das Ganze kann dann für Steigerung sorgen. Wenn ihr zusätzlich in der rechten Hand jetzt auch noch eine Steigerung einbauen möchtet,
Dann könnt ihr zum Beispiel das erreichen, indem ihr 2 Töne gleichzeitig anschlagt. Zum Beispiel könnt ihr zusätzlich zu dem Ton A auch noch das C spielen. Ja, spielen wir die ersten beiden Male diese beiden Töne zusammen und dann gehen wir auf das G und da nehmen wir zusätzlich noch das C dazu und beim letzten Akkord, beim G-Dur, nehmen wir das H mit dazu. Das heißt, wir haben einmal die beiden, den wiederholen wir, dann gehen wir hier aufs G, C bleibt und jetzt wechseln wir hier unten mit dem Daumen beim letzten Akkord zum H. Ja, und wenn wir das jetzt zusammen mit unserem Begleitmuster spielen, mit dem volleren Begleitmuster, dann bekommen wir das hier. Jetzt zeige ich euch noch einen schönen Übergang. Und zwar nehmen wir beim letzten Akkord, beim G-Dur-Akkord, nicht das zweite Begleitmuster, sondern das erste. Das heißt, wir gehen dann nur noch rauf und dann spielen wir die Töne D, G, A, A. Und dann haben wir einen schönen Übergang. Also ich mache es nochmal im Zusammenhang. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier von dieser volleren Variante kommen, ja, und dann kommen wir wieder in den ersten Teil zum Beispiel rein. So bekommen wir dann einen schönen kleinen Lauf, der dann unsere Akkordfolgen miteinander verbindet. Ja, und wenn dich dieses Thema interessiert und du gerne noch mehr von diesen Läufen lernen möchtest, dann schau unbedingt mal hier oben in dieses Tutorial rein. Da habe ich auch ein ganz, ganz tolles Tutorial zu einem wunderschönen Lauf gemacht, zu einem wunderschönen Klavierlauf. Ja, und da lernst du, wie du dann einfach zwischen den Akkorden diese Läufe einbauen kannst. Ja, und ich kann dir nur ans Herz legen, diese Begleitmuster zu üben, weil sie sich einfach super dazu eignen, gerade wenn du jetzt einen langsameren Song hast oder wenn du jetzt gerne was komponieren möchtest, dann kann man die einfach gut verwenden. Am Schluss möchte ich noch mal ganz kurz zeigen, wie man mit diesen beiden Begleitmustern jetzt einen kleinen Song machen kann. Also, wir können zum Beispiel das erste Begleitmuster einfach als Intro verwenden. Jetzt kommt die Melodie dazu. Die können wir wiederholen. Vielleicht ein paar Variationen einbauen. Wieder in den ruhigen Teil. Ja, hier habe ich wieder diesen Lauf gemacht. Bisschen improvisieren.
noch eine Runde. Und jetzt noch ein kleines Outro. Dann nehmen wir zum Beispiel wieder das erste Begleitmuster. Und als letzten Akkord zurück zum A zum Beispiel. Ja, und da seht ihr schon, man kann da wirklich so ein bisschen rumexperimentieren. Und dazu möchte ich euch natürlich immer wieder ermutigen, dass ihr versucht, mit diesen Tutorials auch kreativ zu werden und da einfach so ein bisschen eure eigenen Versionen draus zu machen. Ja, und wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und auch über ein Abo, sodass du auch in Zukunft kein Video mehr verpasst. Hier verlinke ich dir jetzt nochmal das Video zu den Klavierläufen und hier verlinke ich dir nochmal ein Video, da erkläre ich, wie man kleine Fill-ins im Popmusikstil einbauen kann. Ja, und ich würde sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao.